Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Heute schauen wir uns mal in einem schönen Quick Tips Tutorial an, was wir machen können, wenn bei unserer Gun vorne keine Luft mehr rauskommt. Also ihr drückt den Trigger, ihr zieht rum und es kommt einfach verdammt nochmal nichts aus der Gun raus. Oft denkt man, das ist der Fehler in der Mitte hier vorne am Hebel, irgendwie hat das was mit der Luft zu tun, ist aber in der Regel zu 90% falsch. Was ihr da machen könnt, um das zu beheben, das schauen wir uns jetzt schnell und knackig in einem Quick Tips Tutorial für euch an und dann wisst ihr nachher, was ihr da machen könnt und wie ihr da systematisch vorgehen könnt bei eurer Gun, um zu gucken, an was es genau liegt. Und da würde ich sagen, gar nicht lange geschnackert, ab zum Maltisch. So, da sind wir am Maltisch und wir widmen uns jetzt, wie gesagt, schon der Thematik. Ihr habt eure Gun zum Beispiel zerlegt und gereinigt und wieder zusammengebaut und jetzt kommt entweder gar keine Luft mehr raus, nur ein wenig Luft vorne raus oder es sprudelt sogar aus eurem Fließbecher. Das hat eigentlich zu 90% die ähnlichen Probleme oder das ist bei fast allen immer das Gleiche. Man könnte jetzt natürlich meinen, wenn es mit der Luft zusammenhängt, dass es primär mit dem unteren Stöpsel oder dem Trigger oder eben mit dem zu tun hat, das wir ja schon im letzten Quick Tips Tutorial gesehen haben. Aber nein, das ist oft nicht der Fall. Das ist natürlich eine falsche Vermutung, sondern liegt es sehr oft vorne am Düsenkopf. Und dann, wenn der Düsenkopf vorne nämlich nicht ganz hundertprozentig zu ist, dann haben wir nämlich das Problem, die Luft sucht sich immer den geringsten Widerstand in der Airbrush. Und in dem Fall ist der geringste Widerstand entweder vorne direkt dann auf der Seite vom Düsenkopf rauszuschießen oder im besten Fall natürlich auch noch sogar aus dem Fließbecher oder eben gar nicht, sondern nur minimal, dass einfach nichts ankommt. Ich habe das jetzt für euch mal einfach hier simuliert. Wir haben die jetzt quasi gereinigt, zerlegt und zusammengebaut. Bloß wir machen eben die Airbrush-Farbe rein und wollen loslegen und der Scheiß spritzt aus allen Ecken und Enden. Und ihr wisst nicht, woran das liegt. Witzigerweise hatte ich das Problem ganz am Anfang selber sogar und habe dann da ewig rumgetüftelt und nicht gecheckt, woran das lag. Und das war eigentlich so simpel wie einfach. Und zwar, wie gesagt, ist vorne die Dichtung an dem Düsenkopf. Wenn die nicht zu 100% zu ist, dann haben wir echt das Problem, dass eben die Luft sich den geringsten Widerstand sucht und dann eben meistens aus so einem Spritzbecher oben rausschießt. Und dann habt ihr da eben diese scheiß Problematik im Endeffekt. Und das könnt ihr eben ganz leicht beheben, indem ihr vorne wieder fester zuschraubt. Ist aber natürlich auch ein Indiz, wenn ihr das schon richtig fest zuschraubt. Das passiert trotzdem, dass da eventuell sogar die Dichtung beschädigt ist. Das hatte ich auch schon mal bei einem Düsenkopf, der halt schon mehrere Jahre alt war. Da ist natürlich so eine schwarze Teflon-Dichtung dran, die gibt halt irgendwann den Geist auf, das ist natürlich klar. Ihr habt jetzt eben gesehen, hier minimal leichter Spiel und et voilà, es passiert nichts mehr. Es kommt vorne direkt wieder die Luft raus. Ich baller jetzt für euch nochmal ein bisschen quasi Scheinfarbe rein und ihr seht, jetzt funktioniert der ganze Spaß. Da habe ich natürlich jetzt noch kurz rumfummeln müssen, weil ich die jetzt mal beim Reinigen mal mit diesem Iwata-Öl da voll gemacht habe. Und jetzt hat er so ein bisschen gebraucht, bis das mal durch war. Aber ihr seht, jetzt kommt langsam das Wasser raus. Also sie funktioniert jetzt wieder hervorragend. Und da gibt es keine Probleme. Und das habt ihr eben nicht, wenn eben vorne die Kappe nicht ganz drauf ist. Und oder wenn eure Düse selber einfach mit der Zeit zu sehr Farbe ansetzt und ihr die nicht richtig reinigt, dann kann es natürlich auch sein, dass die mit der Zeit zuhender und zuhender wird, dass ihr dann, egal ob ihr den Trigger zurückzieht, einfach nicht genug Luft durch kann und diese dann auch wiederum entweicht über den Fließbecher oder halt gar nicht irgendwie funktioniert. Also die zwei Sachen sind es eigentlich in der Regel immer. Wie gesagt, einmal vorne der Düsenkopf oder eben einmal die Düse selbst, wenn die einfach beschädigt ist oder eben verstopft. Da könnt ihr die Sachen einfach abchecken und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann könnt ihr natürlich auch mal das andere Tutorial, das Quick Tip anschauen mit dem Griffstück unten eben. Da könnt ihr dann nämlich einfach mal nachprüfen, ob da alles sauber ist, ob alle Dichtungen dran sind unten an dem Griffstück. Ob da eben die Problematik ist, weil da haben wir eine Fehlerquelle für dauerhaft Luft oder eben, dass Luft nach dem Trigger abziehen immer noch entweicht.
Und wie gesagt, hier, wenn die Düse eben ein bisschen beschädigt ist oder sehr stark verstopft, dann kann das auch als Grund dienen quasi. Und das war es eigentlich schon. Wie gesagt, das ist super einfach, super simpel und da kann eigentlich nichts schief gehen. Und wie gesagt, da einfach nachgucken. Dann hoffe ich euch, freue ich mich, wenn ich euch damit helfen konnte und lasst mir gerne ein Abo und Like, den ganzen Kladderadatsch da. Ihr kennt es ja, ihr wisst ja, schaut gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Den ganzen Kladderadatsch und in diesem Sinne reingehauen und viel Spaß mit meinen Videos.